Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin hoch über Linares. Das ist das Castillo da unten. Da bin ich das letzte Mal irgendwie nicht weitergekommen. Da waren zu viele Touristen, habe mich nicht getraut, da ins Dorf reinzufahren. Bin dann ganz eine wilde Piste da runter gehoppelt mit der schweren Triumph. Dabei gäbe es hier eine befestigte Straße hoch bis zu diesem Platz. Das ist, glaube ich, ein Paragliding-Abflugplatz. Da kann man jetzt noch mal ein paar hundert Meter weiterfahren, befestigt, bevor es dann auf eine Piste geht. Ich gehe jetzt hier links hoch und dann müsste ich etwa in 500 Metern auf den ACT kommen und hätte dann das schwere Stück von gestern elegant umfahren. Das wäre die Idee. Und dann endlich durch die Sierra de Estrella, die wir da sehen. Leider hat es wieder gebrannt. Das ist alles schwarz. Also das hat die ganze Sierra, der ganze Hang hier hat gebrannt, so wie es ausschaut. Oder immer wieder auch. Vor 3 Jahren schon war das schwarz, aber das ist jetzt frisch. Ich habe mir überlegt aufzugeben. So werde ich schnell wach. Das ist aber übel. Ai, ai, ai. Ich bin sowas von fasziniert. Dass es schief geht, ja, nichts verschreien. So, gehe ich nach Mogadischu, ne? Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Gucken wir mal, dass wir heute erfolgreicher sind. Ich habe jetzt auch nicht wirklich eine Ahnung, wie fest da die Löscharbeiten die Wege nochmal beeinträchtigt haben. Jedenfalls, da gab es schon Gewitter die letzten Tage. Da hat es immer wieder Material in die Straße reingespült. Ja, und irgendwie macht meine App nicht mit, aber das müsste jetzt rechts weg der ACT sein. Werde ich nochmal verifizieren. Da drüben war ich gestern bei den Windrädern und dann war das arge Stück hoch. Ja, jetzt habe ich doch ein schlechtes Gefühl, wenn das dann zu grob wird. Oh, super sandig. Ich sehe nichts. Die Sonne. Wow! Da ist das ganze feine Zeugs wird runtergespült und dann sind plötzlich nur noch die blanken Steine, die Felsen. Da oben ist super steil. Da habe ich jetzt schon Respekt vor und jetzt nochmal Schlamm. Nee, ich gebe auf. Schauen wir mal, was es da für Alternativen gibt morgen. Aber das da mit Sumpf und dann so steil und der Regen, jetzt erstmal heil runterkommen. Wenigstens keine Sonne, die blendet. So, welche Seite war das? Ich glaube, diese Seite ist doch die bessere. Ne, war nicht. Ich glaube, das war die gröbste Klippe mit dem Spurwechsel. Beinahe in die Hose ging. Okidoki. Das geht ja runter meistens einfacher.
Ah, das riecht fantastisch hier. Wunderbar. Was rennt da? Ah, das ist aber übel. Ai, ai, ai. So werde ich schnell wach. Und da kommt jetzt die gute Piste von rechts. Also, naja, okay. Ich bin oben auf der Sierra de Estrella. Mal ein Erfolg. Ich bin gespannt, ob das alles fahrbar ist für mich, weil das ist feucht, das ist super feucht. Dann wird es hier lehmig. Und ich meinte jetzt da auf der anderen Seite wäre ein ganzes Stück im Wald dann. Hier gibt's noch Wald. Ups, ist also nicht ohne, ist super schwierig. Das ist unglaublich viel Geröll hier. Ist eigentlich eine gute Piste, breit, aber die ist jetzt also, befürchte schon Schlimmes für heute. Hier war ordentlich Regen, ne? Es ist eine Mischung von Geröll und Lehm, feucht. So, wie es ausschaut, haben wir jetzt mal eine Straße erreicht, Videmonte wahrscheinlich schon. Da sieht man, was da raus in die Straße gespült wurde, raus aus dem Wald. Das wird wieder tricky heute. Heftig, das Geschiebe, was hier überall in die Straße reingetragen wurde. Ich versuche da mal die Ecke, guck mir das an, wie die Piste aussieht, aber wahrscheinlich drehe ich um und mache Alternativprogramm. Nicht doof, Mann, nicht doof, Mann, nicht doof, Mann. Nee. Ist mir einfach irgendwie zu heftig. Ich glaube, ohne Gewitter hätte das gereicht, aber so. Ich gehe jetzt wieder da hoch, wo ich hergekommen bin, da auf dem ACT und gehe dann aber da geradeaus zurück nach Folgosino, oder besser gesagt, da habe ich gesehen, da komme ich dann wieder auf den ACT, wenn ich da lang fahre. Schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Also echt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ziemlich viel Geschiebe. Und das ist alles staubig vom Waldbrand, da ist nichts mehr richtige Materie, das ist nur noch Aschenreste und Steine und was auch immer. Das ist schon. Übrigens das Stück vorher, dass ich wieder runter bin, das sah so anders aus beim Runterfahren, so viel einfacher, einfach weil die Sonneneinstrahlung das ganz anders dargestellt hat. Ja, und ich habe jetzt einfach das Gefühl, dass diese Piste dann einfacher zu fahren ist. Videmonte, da komme ich her. Da geht's runter nach Linares, befestigt. Und ich fahre jetzt geradeaus und irgendwie da drüben müsste ich dann wieder auf den ACT kommen, meines Wissens. Da über die Berge schauen wir mal, wie das dann geht, ob es auch so geregnet hat.
Das ist jetzt eine super einfach zu fahrende Piste. Da bin ich jetzt froh und das finde ich auch echt geil. Das ist so auf dem Kamm quasi. Es ist jetzt nicht steil abfallen, aber es ist schon krass, was hier alles verbrannt ist. Ja, so gefällt mir diese Piste. Sehr geil. Ja, das mit den Wegweisern kann man nicht mehr brauchen. Jo, und da vorne, seltsamerweise auf dem Asphalt, ist der ACT. Back on ACT. Also wenn ich hätte wählen können, hätte ich zum Vornherein diese Route gewählt. Die werde ich wahrscheinlich dann auch mal wieder fahren, wenn ich da in der Gegend sein sollte. In Gouveia, da hatte ich übernachtet, also weit bin ich nicht gekommen heute. So, jetzt geht's da wieder links weg. Ein bisschen grober, klar, steiler. Ich denke aber, diese Piste, die wird auch grober. Ja, schaue ich mal, wie weit das geht für mich. Ja. Einstieg, ja, mit Mühe und Not geglückt. Ja, also diese Rinnen, die sind eher mühsam. Oh, und hier ist super soft. Deshalb lenkt sich das so schlecht.
immer schön genug vorausschauend fahren. So, bis zur nächsten Passstraße sind es 13 Kilometer. Die werden dann wahrscheinlich etwa so ausfallen. Oh. Schlecht. Ah. Kurz die Balance verloren da beim Graben. Oh, Martin. Oh Gott. Ich habe mir überlegt aufzugeben, aber hätte ich das gemacht vor der Kurve? Fragezeichen. Es war jetzt eher unkontrolliert, aber da war es zu soft. Noch mal ein tiefer Graben. Dann haben wir da oben den Wegweiser, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was der mir bringt. Nicht wirklich. Was mache ich jetzt? Valle d'Oroslim, das wäre das Ziel. 11 Kilometer. Es ist einfach steil. Ich habe schon solche Sachen gefahren, aber ich mache das jetzt nochmal bis zur Kante. Ich hangle mich von Kante zu Kante hoch, bis es schief geht. Ja, nichts verschreien. So, geht das jetzt echt da hoch? Weil dann werde ich wahrscheinlich kapitulieren dann doch. Okay. Ja, Leute, jetzt... Nee, das ist mir jetzt zu... Nee, guckt euch das an, das ist mir zu heavy. Okay, Rückweg. Ich mache dann die Kameras wieder an, wenn ich unten bin. Ich nehme jetzt doch nochmal auf, weil es ist ja eine schöne Aussicht. Und wer weiß, was alles passiert. Confetti on the floor, they're walking out the door. Yeah, all the lights come on, but you are still the one I want. Forget the mess we made, all the things we shouldn't have said. Oh, nervös bin ich da. Da gibt es schon 2, 3 Stellen, die waren sehr arg. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Problems, well damn it I don't care, cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over.
Da kommen noch Klippen. Zum Beispiel hier. Wo bin ich da lang? Keine Ahnung. But when the sun comes up, you are still the one I want. Forget the mess we made, all the things I forgot how to say. Know that I'm no good with words, for what it's worth. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems. Wieso sieht das runter immer einfacher aus? Wahrscheinlich nur, weil ich es schon gefahren habe. Ich weiß nicht. Oder es ist es tatsächlich. Okay, ich meinte, die großen Klippen habe ich hinter mir. Jetzt sind da die Gräben. Leute, ich bin wieder auf Asphalt. Ah. So, jetzt gehe ich nach Mogadischu. Ne? Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. TomTom hat mich jetzt weggenommen oder weggeführt von der Hauptstraße da auf so einem Pfad. Seltsamerweise, die Hauptstraße hat er nicht gekannt. Diesen Weg kennt TomTom. Und wenn ich das aber richtig interpretiere, dann ist das da oben schon wieder die Hauptstraße. Das ziehe ich vor, weil mir jetzt eben wieder eine Horde kläffender Hunde hinterhergerannt ist. Ich möchte dort nicht nochmal vorbei, wenn es nicht sein muss. Ja, das scheint so zu sein. Dann habe ich da nochmal 2 Kilometer Offroad eingebaut. Solches, was fahrbar ist, genauso wie ich es mag. Nicht ganz ohne, aber okay, genauso passt's. Ich nehme an, dass das jetzt Asphalt ist. Das geht hoch zum Hotel, sollte gut befahrbar sein und dann irgendwann komme ich dann doch noch auf die Straße, auf die ich ursprünglich wollte. Anscheinend. Also die Technik, die spielt bei mir heute irgendwie überhaupt nicht mit. Ja doch, das zeigt mir. Okay. OSM Ausmend hat das als gelbe Straße. Ja, also der ACT habe ich nicht mit gerechnet, dass der mir zu krass wird oder so krass. Das hier, das ist sowas, wie ich es erwartet habe, ehrlich gesagt. Also eher ein kurzer Spaß. Ach, ein Erfolgserlebnis tut immer gut.
Es ist schon extrem. Rechts alles schwarz, links grün in Blüte. Und das erste Grün, was jeweils wieder kommt, ist der Farn. Das ist schon krass. Ich liebe diese Gegend, diese Steine. Das ist Ich liebe noch immer den Fels da oben. Das hat mich schon das letzte Mal fasziniert. Eine gespenstische Ruhe hier oben. Sehr spezielle Stimmung. Kann nicht anders, ich muss fotografieren. Es ist zu geil. Ich bin sowas von fasziniert. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin jetzt überraschend rechts, überraschend abgebogen nicht, aber überraschend steil hoch, aber das ging ganz gut. Jetzt bin ich da wie auf dem Kamm oben und ich meinte, das geht jetzt ziemlich weit so weiter. Ich gucke mal da noch um die Ecke. Der Einstieg war mal echt schon eher zu krass, aber dann kamen wir mal hier oben. Wunderbar. Mal gucken, ob das da auf der anderen Seite auch so ist. Jo, let's fetz. Könnte man, aber mal erst da ein bisschen. Ja, okay. Jetzt doch noch ein bisschen abenteuerlicher. Oh, wow, wow, yes. Das ist jetzt definitiv nicht meine Lieblingsumgebung. So Wald. Das hat so glänzend ausgesehen, wie Riesentümpel. Die Sonne steht so tief, ich sehe zum Teil kaum, wie das ausschaut. Ja, da oben, da war mir ein Stück zu steil und ich habe dann auf der Karte geguckt, da waren auch super Höhenmeter oder Kurven. Dann habe ich quasi jetzt einen anderen Abzweig genommen, den mit dem geringsten Widerstand oder von den Höhenkurven her. Und das ist jetzt eigentlich okay zu fahren, da merkt man schon, da war sehr viel Regen, da war ein Gewitter. Da ist sehr viel wieder überschwemmt oder Schwemmgut. Teilweise, aber jetzt habe ich es dann schon beinahe wieder in die Zivilisation geschafft.
Und ich werde das jetzt dann aufgeben mit dem Offroad, weil diese Ecke, das war schon letztes Mal, so wie ich da lang gefahren bin, das sagt mir jetzt einfach nicht so viel, diese Waldwege. Tom möchte da lang, ich nicht. Den Weg des geringsten Widerstands. Zwar ein bisschen steil, aber ja, doch, das sollte. Das war ich. Scheiße. Ja, das war jetzt gerade nochmal tricky. Das steilste Stück. Ich sehe ein Tor. Ich bin ein Tor manchmal. Ha. Okay. Jetzt werde ich mal über die Bücher gehen und gucken, was da so läuft. Dies war für mich das Ende des ACT Portugal. Auf der Rückreise machte ich dann Ferien von der Filmerei, möchte euch aber in den nächsten 5 Minuten doch noch ein paar Eindrücke vermitteln. Ich hoffe, euch haben die Videos der Iberico 2022 Reihe mit dem ACT Pyrenäen, dem TED Nordspanien und dem ACT Portugal gefallen. Dann schreibt mir doch das in die Kommentare, lasst ein Abo da und macht mal schön Däumchen hoch. Bis dann! Heute nur Asphalt, aber auch schön. Castello di Bide. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go. Olivenbäume, soweit das Auge reicht. Wherever you go. Und dann doch noch das Mittelmeer mit Nerja. Every day is a heartbeat. Every day another moan. Da schickt mich TomTom doch unverhofft nochmal auf eine Piste. Cabo Cope, eine wunderbare Piste entlang des Strandes. Take me home. Und plötzlich geht's mal durch eine Rambla, das heißt durch einen Fluss. As you make the bed, Vorbei an wunderschönen Stränden. so you must lie. Every day is a rabbit trap and a walk of the lamb. Mal wieder auf dem TED. Naja, ganz so sieht's nicht aus. Aber zwischendurch doch auch dann und wann mal ein paar Steine. Wherever you go. Sieht ja easy aus, aber ich möchte heute noch nach Valencia. Und da oben nach der Kurve sieht es gerade noch mal übler aus. Der Canyon des Júcar. Ein Traum. Take me home. Das war nun ein sehr grober Aufstieg hier zum Observatorium. Sieht man kaum in den Wolken. Viele Steine, lose. No one knows Mal wieder auf dem wunderbaren TED gelandet. where the life force flows. Es ist nass ausgespült. No one knows where the next wind blows. All I know is that I'll follow you. Every day is a mouth bite and a gun to the throat. Feeling like a wing-clipped kite floating in a boat. I'll go where the north winds blow. Ich weiß nicht, ob sich der Bach den TED ausgesucht hat oder umgekehrt. Eine sehr spezielle Ecke hier. Wenn der TED auch ein Fluss ist. Oh, the heavy north winds will blow. As you make the bed, Okidoki. so you must lie.
Abwechslung mal eine super einfach zu fahrende Kiesstraße. Trotzdem schön. Den Ted gekreuzt, dachte ich mir, dann nehme ich den doch mal mit. Da habe ich doch wieder einen schönen Kiesweg gesehen. Schaue, wo der hinführt. Schau her, es ist wieder der Ted. Es gibt schlimmere Orte als hier zu frühstücken, Mittagessen.